Wart ihr schon mal in einem Van unterwegs? Oder seid auf Social Media auf Leute gestoßen, die im Van reisen? Das Reisen im Van ist zu einem Trend geworden. Viele träumen davon, sich einen Van auszubauen und damit herumzureisen. Und ja, ich wollte es irgendwie schon immer machen. Ich hatte schon immer so einen inneren Drang, irgendwie unterwegs zu sein einfach. Ich wollte schon immer die Welt entdecken. Wir werfen einen kulturwissenschaftlichen Blick auf das Vanlife und fragen, wie viel Abenteuer, aber auch wie viel Alltag steckt darin. Das Leben im Van erscheint auf den ersten Blick als Aufbruch ins Unbekannte und damit als Flucht aus dem Alltag. Weil Alltag, der ist einfach langweilig und eintönig, oder? Alltag ist wichtig im Leben von Menschen, weil durch Alltag eine Ordnung entsteht. Auf Alltag lohnt ein genauerer Blick. Denn dann zeigt sich, hier ist mehr im Wandel, als wir denken. In den sozialen Medien stößt man häufig auf Bilder und Berichte von Menschen, die sich einen Van kaufen. Meistens bauen sie ihn selbst aus und bereisen dann damit die Welt. Diese Leute machen das gern. Sie leben also nicht wegen einer finanziellen Notlage im Bus. Es ist vielmehr ein Lifestyle-Trend geworden. Die Vanreisenden beschreiben dabei häufig, dass sie schon immer die Welt entdecken wollten. Dass sie sich viel freier und flexibler fühlen, wenn sie weniger Dinge um sich herum haben. Sie sprechen davon, dass sie eine neue Perspektive auf alltäglichen Komfort gewonnen hätten. Im Van kann man zum Beispiel nicht einfach Wasser aus dem Hahn zapfen. Außerdem schwärmen sie davon, viel in der Natur zu sein und dort sogar aufzuwachen. Soweit die Online-Welt des Vanreisens. Um abseits des Bildschirms mehr darüber zu erfahren, was Menschen an diesem Leben reizt und wie ihr Alltag aussieht, haben wir eine Vanreisende getroffen. Das ist Günni, der Van von Sophie. Den hat sie sich vor 2 Jahren ausgebaut und mit ihm reist sie durch Europa. Warum macht sie das? Also es war schon immer ein Kindheitstraum von mir. Das ist viel mehr im Flow irgendwie alles, weil du halt mit dem lebst, was du gerade hast. Und du hörst halt auf, dir Sorgen zu machen irgendwie. Oder ich höre auf jeden Fall auf, mir Sorgen zu machen. Okay, noch nicht immer, aber ich werde jetzt immer besser da drin. Und halt einfach das anzunehmen, was du halt hast. So. Und das ist auch so das Gefühl, ich habe genug. Und ja, ich wollte es irgendwie schon immer machen. Ich hatte schon immer so einen inneren Drang, irgendwie unterwegs zu sein einfach. Ich wollte schon immer die Welt entdecken. Irgendwie meine Großeltern haben auch immer gesagt, das Beste, wofür du dein Geld ausgeben kannst, ist halt Reisen. Und der Satz ist halt voll in Resonanz mit mir. Auch Sophie betont, dass sie am Vanreisen besonders die Freiheit, die Flexibilität und die Nähe zur Natur schätzt. Außerdem hält das Leben im Van viele Überraschungen bereit. Man lernt sich selbst halt auch noch mal ganz anders kennen, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Weil du halt einfach mit Situationen konfrontiert wirst, mit denen du sonst nicht konfrontiert wirst. Und ja, daran kann man persönlich auf jeden Fall auch sehr wachsen. Wenn sie dann irgendwo einen Stellplatz bezogen hat, gibt es viele Dinge im und am Van zu tun. Du bist halt einfach ständig am Putzen. Also hier wird, ich weiß nicht, bestimmt 5-mal am Tag durchgefegt. Du musst dein Bett halt einfach jeden Tag wieder machen. Du musst halt gucken, dass du genug zu essen dabei hast, dass du genug Strom hast. Das heißt auch auf die Elektrik aufpassen, dass die Batterie nicht leer wird, weil sonst geht dein Kühlschrank nicht mehr oder der Laptop lädt nicht mehr und dann bist du halt irgendwie auch richtig am Arsch, wenn du arbeiten musst. Toilette ist natürlich auch ein Thema, um das man sich immer kümmern muss. Genauso Duschen, also Hygiene generell. Also es gibt schon viele Sachen, die halt ja, jetzt nicht unbedingt in den Insta-Reels auch erwähnt werden. Ja, genauso Abwaschen ist halt, ja, du bist halt einfach ständig am Putzen auf jeden Fall auch. Und eine Routine ist so bei so Vanlife halt auch sehr, sehr wichtig irgendwo, weil sonst einfach alles komplett chaotisch ist. Wir sehen, neben Reisen und Abenteuer sind auch ganz alltägliche Aktivitäten typisch für das Leben im Van. Alltag. Den Begriff kennen wir alle und benutzen ihn ständig. Während sich Sophie im Van Kaffee kocht und davor Wäsche wäscht, ist das irgendwie Alltag. Aber was ist Alltag eigentlich genau? Wir wollen uns den Begriff mal wissenschaftlich angucken. In der empirischen Kulturwissenschaft spielt Alltag eine große Rolle. KulturwissenschaftlerInnen schauen sich an, wie Menschen ihre Alltage gestalten und leiten daraus ab,
wie sie ihr Zusammenleben organisieren. Zum Beispiel Sarah May. Sie forscht und lehrt am Freiburger Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. Wir haben sie gefragt, wie kann man Alltag kulturwissenschaftlich definieren? Alltag ist für viele Menschen vermutlich erstmal so eine alltägliche Routine. Wenn Menschen an Alltag denken, dann ist es vermutlich morgens aufstehen, Zähne putzen, vielleicht in den Bus steigen, zur Schule fahren, am nächsten Tag wieder zur Schule fahren, wieder zur Schule fahren und wieder aufstehen. Eine Wiederholung von Praktiken. Alltag kann aber auch sein ein Zustand sozialer Begegnung, immer wieder Freunde treffen. Von Deutungen, die im Alltag liegen. Schokoeis finde ich immer besser als Vanilleeis. Und mit Wetter habe ich auch so eine Gefühligkeit. Auch das sind alltägliche Deutungen, die mich als Kulturwissenschaftlerin interessieren. Alltag sind also all die unhinterfragten Routinen, Handlungen und sozialen Begegnungen, die unser Leben prägen. Alltag ist wichtig im Leben von Menschen, weil durch Alltag eine Ordnung entsteht. Eine kulturelle Ordnung, eine alltägliche Ordnung, anhand derer Handlungen, Praktiken, auch Zwänge organisiert sind. Dass man dem Ganzen sich überhaupt stellen kann. Dadurch sind alltägliche Routinen ganz wichtig als Ordnungsstrukturen. Und häufig merkt man erst, was alltäglich da ist, wenn das wegfällt. Alltag gibt Struktur und Sicherheit. Das bedeutet, ich weiß, was üblicherweise wann passiert und was ich machen muss. Wenn der Alltag brüchig wird, zum Beispiel durch eine Krise, gehen solche Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten verloren. Der Kulturwissenschaftler Oziekle hat dafür mal ein gutes Bild gefunden. Alltag sei wie die Luft zum Atmen. Er hat es so ausgedrückt. Erst wenn die Luft dünn wird, merkt man, dass da etwas war, das jetzt fehlt. Stell dir zum Beispiel vor, du ziehst in eine neue Stadt. Das ist eine ziemliche Veränderung und auch dein Alltag wird in dem neuen Umfeld ein ganz anderer sein. Das war auch ein Ergebnis im Forschungsprojekt Alltag findet statt, das Sarah May mit Studierenden in Freiburg durchgeführt hat. Wir haben mit Studierenden gesprochen, die als Gast nach Freiburg gekommen sind und die eine ganze Weile gebraucht haben, um ihren Alltag hier wieder aufzubauen. Die zunächst keine Freunde, Freundinnen hatten, keinen Lieblingscafé und auch gar nicht genau wussten, welches ist jetzt eigentlich der schnellste, der geheimste, der schönste Weg zur Universität. Und ich finde, an dem Beispiel zeigt sich ganz gut, wie wir auch in unseren Alltagen uns wohlfühlen, uns einrichten können, uns darin gesetzt sind und erst merken, was uns Alltägliches fehlt, wenn zum Beispiel eine Veränderung stattfindet. Unser Leben ist ein Wechselspiel aus Alltag und Nicht-Alltag. Wir entwickeln alltägliche Routinen, die wir immer wieder an neue Umstände anpassen. Als Kulturwissenschaftlerin begreife ich Alltag als überhaupt nicht festgefahren oder irgendwie so in Beton gegossen, sondern Alltag ist was sich immer auch verändert, was prozesshaft ist. Zurück zum Vanlife. Auch hier lässt sich der Wechsel zwischen Alltag und Nicht-Alltag gut zeigen. Durch die neuen Umstände, die das mobile Leben auf kleinem Raum bereithält, werden gewohnte Abläufe auf die Probe gestellt. Sie müssen im Van anders organisiert und durchgeführt werden als zu Hause. Zu ganz zentralen Alltagspraktiken gehört zum Beispiel auch einfach Einkaufen, Lebensmittel aufräumen, kochen, essen, abspülen, arbeiten, Wäsche machen. All diese Dinge, die im Alltag getan werden müssen. Vanreisende passen ihren Alltag an die Veränderungen an. Sie entwickeln Strategien, damit ihr Leben im Van funktioniert. Für Sophie ist klar, manche Alltagsdinge müssen eben sein, egal wo sie gerade ist. Das sind halt irgendwie Sachen, die gehören einfach dazu und deswegen mache ich sie halt einfach. Für Sophie ist gerade die Mischung von Gewohntem und Neuem spannend. Ich glaube, dieser Mix aus allem, das ist das, was mich hier dran so reizt. Ja. Reisen im Van. Das bedeutet Abenteuer, Freiheit und einen Ausbruch aus dem Alltag. Aber auch ganz alltägliche Praktiken gehören dazu. Sie verschwinden nicht einfach, wenn man mit dem Van losfährt. Und das ist auch gut so. Die Routine sorgt dafür, dass man das Leben im Van bewältigen kann. Der Alltag reist immer mit.